Ihr wollt wissen, wie man Kaladien und Kolokasienknollen richtig eintopft und vor allen Dingen, was machen meine Kolokasien- und Kaladienknollen nach der Winterruhe? Das und noch viel mehr hier in diesem Video. Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potpflanze, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und ja, der Frühling ist da, die Sonne ist da und deswegen ist es wieder Zeit für Kaladien und Kolokasienknollen. Wir haben ja meine Kaladien und Kolokasienknollen im letzten Jahr Ende Herbst, Anfang Winter ausgetopft und die ganze Geschichte dann überwintert in einem Eierschalenkarton. Wenn ihr dieses Video übrigens verpasst habt, könnt ihr auch gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es einen Link zu diesem Video. Und ansonsten wollen wir jetzt natürlich im Frühling die ganzen Knollen wieder eintopfen. Nach so einer Überwinterung holt ihr die ganzen Knollen einfach aus dem jeweiligen Überwinterungsgehäuse raus und legt die dann beispielsweise eine Stunde lang ins Wasser. Dann können die schon mal so ein bisschen vorquellen. Das kann man machen, habe ich persönlich noch nicht gemacht. Muss man auch nicht machen, wie gesagt. Ich habe es einfach genommen und in Erde gesetzt. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und das Ganze ist übrigens genau jetzt 2,5 Wochen her. So, ich hoffe, man versteht mich, denn genau jetzt in diesem Moment, wo ich die Kamera raushole, hat natürlich mein Nachbar sich gedacht, er fängt jetzt mal an, sein Holz zu sägen. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall der Eierschalenkarton. Hier sieht man es nochmal. Im November 2021 haben wir die dann hier reingepackt. Das Ganze hat auch hier wirklich gut überwintert. Hier sieht man vor allen Dingen auch nochmal meine Lieblingskaladie, die Kaladie White Queen. Die hat ja im letzten Jahr aus einer Knolle dann hier 1, 2, 3, 4 Knollen ausgetrieben. Die können wir gleich alle richtig schön wieder einpflanzen. Die kommt übrigens als einzige Pflanze bzw. Knolle dann ins mineralische Substrat, und zwar hier in diesen Topf, und der Rest kommt hier in die Erde rein. Und dann nehmen wir gleich die entsprechenden Töpfe dafür und dann haben wir hier zum Beispiel die White Lava, das ist eine Kolokasie. Dann haben wir hier die Kaladie Red Glamour, Red Flash haben wir auf der rechten Seite und hier ist auch eine Red Flash, da auch eine Red Flash, die haben wir auch schön ausgetrieben. So gehen wir jetzt gleich einfach mal hier durch und fangen an, die dann auch entsprechend einzutopfen. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling dessert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Just don't bother. I know this all just makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Go get your DeLorean. Die ganze Geschichte ist jetzt fertig. Hier sieht man es nochmal. Hier haben wir die Kolokasie White Lava zusammen mit der Mojito. Und hier haben wir die Kaladie White Queen einmal in Erde und hier einmal die Knollen im mineralischen Substrat. Wobei mineralisches Substrat ja letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut geklappt hat. Und hier haben wir nochmal die Kaladie Red Flash, dann nochmal die Kaladie Red Flash und nochmal die Kaladie Red Flash. Und hier, da hat der Kleber nicht mehr so gut gehalten. Das ist die Kaladie Red Glamour. Da bin ich mal gespannt, wie die dieses Jahr wird. Und die Kaladie Dark Red. Also, die hatte ich ja mal aus dem Baumarkt geholt. Was will ich noch sagen? Und zwar habe ich genau hier die Kolokasie
White Lava drin. Die ist ja auch mega schön gewesen. Also ich verlinke euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung die Videoserie. Da könnt ihr halt alles nochmal gucken, wie das letztes Jahr gestartet ist und wie es sich dann über den Sommer halt ausgetrieben ist, wie wir sie gepflegt haben und wie schön die Pflanzen geworden sind, bis hin zur Überwinterung. Und hier habe ich auch gleichzeitig die Mojito reingepackt, denn die hatte ja so ein paar Probleme gemacht hier in Erde. Aber dieses Jahr wird alles besser, so hoffe ich zumindest. Und genau. Ja, jetzt würde ich sagen, kümmere ich mich darum, dass die mal so ein bisschen Wasser kriegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die ausgetrieben sind. So, wie gesagt, das Ganze ist jetzt 2,5 Wochen her und wir gucken uns jetzt an, wie die Knollen jetzt aussehen. So, und zwar habe ich das Ganze jetzt so hier gelagert. Hier einfach eine Kunststoffbox, da kann man dann einen Deckel drüber machen, dann bleibt die Feuchtigkeit auch schön da drin. Andernfalls kann man auch hier sowas nehmen, einfach den ganz normalen Topf. Und sofern jetzt noch kein Austrieb da ist, kann man hier einfach ja irgendwas drüber spannen, beispielsweise eine Klarsichtfolie oder so eine Frischhaltefolie aus der Küche und fertig. Und dann bleibt die Feuchtigkeit nämlich relativ gut im Topf und dann braucht man nicht ständig nachgießen. Und das Praktische ist, wenn man jetzt hier sowas nimmt, da kann man dann beispielsweise dann auch das Ganze auf der Heizung legen oder einfach eine Heizdecke. Und dann bleibt hier nämlich auch immer eine schöne Feuchtigkeit drin. Das heißt Feuchtigkeit und Temperatur. Temperatur würde ich übrigens empfehlen 22 Grad bis 28 Grad, optimale Temperatur, damit eure Kaladienknollen richtig schön treiben. Und wie gesagt, wenn man den Deckel hier drauf macht, dann bleibt die Feuchtigkeit auch gut hier drin, die Temperatur bleibt gut hier drin und das Ganze treibt auch schön gut aus. Und deswegen ist jetzt beispielsweise hier in diesem Topf das Ganze noch nicht so wirklich ausgetrieben, weil der stand einfach permanent bei mir zu Hause im Wohnzimmer und da sind konstante 20 Grad, sage ich jetzt mal. Und Feuchtigkeit ist zwar im Substrat vorhanden, aber ich sage mal, wenn man hier noch was drüber gespannt hätte, wäre es auf jeden Fall besser geworden. Wenn man hier jetzt noch mal eine etwas höhere Temperatur an den Start gebracht hätte, dann wäre das Ganze auch mit Sicherheit schneller ausgetrieben. So, und jetzt nehme ich das ganze Ding hier mal wieder ab und dann gucken wir uns jetzt mal an, was hier ausgetrieben ist. Also ist noch nicht der krasseste Austrieb. Wie gesagt, mehr Temperatur bzw. über einen längeren Zeitraum hätte hier auch definitiv mehr Wachstum gebracht. Und hier genau das gleiche, kleiner Austrieb. Hier auch ein ganz, ganz kleiner Austrieb. Hier, ich zeige euch das mal da, falls man das jetzt nicht so gut erkennen kann. Und hier auch ganz, ganz winzig. Und hier haben wir sogar schon ein kleines Blatt, was ich jetzt in den nächsten Tagen ausrollen werde. Einmal ist das hier übrigens die Colocasia Mojito und das ist die Colocasia White Lava. Und hier haben wir auch nochmal einen Austrieb. Und hier vorne auch. Das ist hier die Red Glamour. Die ist auf jeden Fall richtig schön ausgetrieben. Und die beiden hier halt noch nicht. Hier kann ich nur dazu sagen, das ist es ausgetrieben, weil ich diese Box auch permanent, immer wenn es warm war, draußen im Halbschatten gestellt habe. Also halb Sonne, halb Schatten. Und das Ganze wurde dann hier alleine durch die Sonne dann so ein Stück weit aufgewärmt. Sieht man ja auch hier. Hier haben sie auch schon überall so kleine Tröpfchen gebildet. Wenn das dann hier drüber klebt, dann bleibt die Temperatur auch hier drin. So, das war jetzt erstmal das von den Colocasien und Kaladien. Ich hoffe, man konnte das auch recht gut sehen. Aber jetzt sind wir hier im Gewächshaus und hier kommt jetzt nochmal ein neuer Abschnitt, denn dieses Gewächshaus und generell mein Garten hat auch noch so viel zu bieten. Ich weiß, wir beziehen uns hier viel auf Zimmerpflanzen, aber vielleicht habt ihr ja mal Bock, auch mal Pflanzen zu sehen, die außerhalb der Wohnung oder des Hauses wachsen. Wie beispielsweise hier so eine Banane. Die habe ich beispielsweise seit Januar letzten Jahres und die habe ich dann eingetopft, glaube ich, im März, genauso wie die Nachbarpflanze, und die habe ich gefilmt über das ganze Jahr, über die Wachstumsperiode, dann auch wieder das Schneiden und das Überwintern. Wenn ihr sowas mal sehen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten habe ich hier auch noch solche Sachen wie Kürbis, wie Gurke, wie Zucchini, wie Sonnenblumen, wie Mangold und Tomaten habe ich da hinten. Wenn ihr Bock habt, mal so ein Video zu sehen über Garten, über Nutzpflanzen, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne auch mal in die Kommentare. Und für alle Leute da draußen, die Bock haben auf so ein paar besondere Pflanzen, die können sich das hier mal gerne angucken. Und hierzu werde ich auch mal demnächst ein Video machen. Und zwar sind das fleischfressende Pflanzen, teilweise super seltene, super in Anführungsstrichen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich hoffe, der eine oder andere von euch auch. Falls ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein!